Türkei, die hört irgendwie nicht auf, uns immer wieder zu überraschen. Oh mein Gott! Willkommen in der Karibik! Also das ist wirklich absolute Abzocke. Ich freue mich so mega hier zu sein. Das kommt so ein ganz bestimmtes Gefühl irgendwie hoch. Das ist hier einfach so in der Türkei. Klaustrophobisch. Das ist ja wie bei Friedfeuerstein. Das ist spektakulär gerade. Das ist zu, ich krieg Angst. Von einem Tag auf den anderen ist das richtig kalt geworden. Also kalt für unsere Maßstäbe. Ihr seht, ich trage einen Hoodie und lange Hosen. Das ist das, was ich aber auch an diesen Reisen wiederum total geil finde. Wir haben eigentlich ganz andere Pläne gehabt und jetzt sagen wir uns, okay, Wetterbericht geguckt, an der Küste im Westen soll es richtig warm sein noch, also fahren wir woanders lang. Wir fahren jetzt Richtung Küste, wollen noch einmal das Meer sehen und vielleicht auch noch mal einmal baden. Navigation. Also erstmal heute Wasser auftanken und dann wollen wir uns heute noch eine Kathedrale angucken. Übrigens, herzlich willkommen im neuen Video. Wir haben euch schon lange nicht mehr unsere Karte gezeigt, wo wir eigentlich gerade stecken und das holen wir jetzt einmal nach. Wir sind über die Grenze bei Uppsala in die Türkei eingereist. Den Verkehr durch Istanbul wollten wir uns ersparen, deshalb haben wir die Brücke bei Çanakkale genommen. Wir sind weitergefahren nach Bursa, da waren wir ja auf 2000 Meter auf dem Uludağ. Und von hier ging es dann weiter für uns Richtung Tussee. Die tollen Aufnahmen von dem Salzsee habt ihr ja gesehen. Wir sind von dort weitergefahren Richtung Kappadokien. Dort haben wir uns die Heißluftballons angeguckt. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Konya. Und wir wollen uns auf diesem Weg noch eine Kathedrale angucken und einen Vulkankrater. Wasser tanken. Wir haben jetzt hier eine Wasserquelle gesehen, wo der Stutzen rauskommt. Der ist halt sehr dick und selbst der größte Wasserdieb, den ich dabei habe, der passt da nicht rauf. Jetzt hätten wir das trotzdem machen können, indem wir dann das ganze Gerödel mit der Pumpe und mit einem Eimer, das würde gehen. Aber wir haben hier in der Nähe eine Wasserquelle, wo man direkt anschließen kann. Das ist der Grund, warum ich 2 Schlauchdiebe dabei habe, weil der Große, der wird da nicht mehr drauf passen. Und der Kleine hier, der sollte gehen. Hoffentlich. Ja, es ist, wenn man so aus Europa raus ist, ist das dann schon anders mit den Anschlussstellen. Also in der Türkei merken wir das schon. Also wenn ihr gerade noch dabei seid, zusammenzustellen, was ihr für eure Reise braucht, jetzt wie zum Beispiel diese Versorgungsschläuche für Wasser, dann empfehle ich euch, diese Schnellkupplung einmal mit Aquastop und einmal ohne zu kaufen, weil dann habt ihr diese Rumschweinerei mit dem Wasser halt nicht, dass euch das irgendwie umgegenspritzt. Du kannst auf der einen Seite letztendlich dann jetzt einfach die Quelle aufmachen, also den Wasserhahn aufmachen, hier kommt jetzt nichts raus, ich schließe es einfach an und es läuft. So, ja. Wenn ihr jetzt nicht lange suchen wollt, wo es das gibt, wir haben das natürlich bei uns im Amazon Shop. Wenn ihr Bock habt, kauft das da. Wir kriegen eine kleine Provision, euch kostet das halt nicht mehr und ich denke, das ist eine Win-Win-Situation.
Ist ja heute wieder Sonntag und es gibt wieder ganz viele Kommentare von euch und wir freuen uns mega über die Rückmeldung, über das Feedback. Ihr scheint das Video wirklich zu mögen. Ja, das ermutigt uns natürlich, da auch immer so weiterzumachen. Auf das schöne Video. Auf das schöne Video. Oder wie ich schon mal sagte, euer Applaus ist unser Lohn, die Werbung brauchen wir nur zum Leben. Wir haben hier übrigens das erste Mal an einer Tankstelle gehalten, an einem Restaurant. Wir sind sehr gespannt. Also es sah auf jeden Fall auf dem Herd sehr lecker aus. Und das sieht fantastisch aus. Wow. Dankeschön. Also wir haben hier einmal leckeres Fleisch, dazu gibt es einen Salat, dann haben wir hier noch Joghurt, kleine Mini-Paprika, mal gucken, ob die scharf sind, und Brot. Und das alles für eine Portion irgendwie 5 Euro, ne? Ja, und ich glaube nicht, dass man sowas irgendwo an einer deutschen Raststätte findet. Das ist ja schon ein Menü. Das ist ja echt wow. Und dazu gibt es ein Getränk und der Ulu da, der Berg, der verfolgt uns irgendwie. Das ist wohl das Wasser daraus, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall eine leckere Brause. Guten Appetit! Guten Appetit! Ich wollte gerade reingehen und da wurde ich aufgefordert, ein Ticket zu kaufen für 40 türkische Lira. Die sind aber total abgebrannt, wir haben kein Cash mehr, gar nichts. Und da haben uns zwei aus San Diego, also aus Kalifornien, angesprochen. Hier kriegst du 80 türkische Lira und ja, enjoy. So, total mega. So, das war eine super tolle Erfahrung mal wieder. Einfach so Geld gegeben und jetzt können wir uns die Tickets kaufen. Wäre jetzt kein Problem gewesen, weil da in der Nähe eine Bank wäre. Die hätten wir jetzt einfach geholt, aber die wollten uns einfach was Gutes tun. Wow. Nice. Und hier gibt es Kaffee und ich liebe ja Cafés. Vor allem, weil es da Kuchen gibt. Aber wir haben kein Geld mehr. Das ist ein Problem. Was ist hier? Ich glaube, wir müssen uns mal was durchlesen. Gibt es hier Schilder? Das sind alles leere Räume. Ja. Hast du irgendwas gesehen? Nee, noch nicht. Wir hatten ein bisschen gehofft, dass wir jetzt hier reinkommen in diese Kathedrale und so ein bisschen Informationsmaterial finden, aber irgendwie ist man so auf sich allein gestellt. Also hier muss man sich, glaube ich, vorher informieren, bevor man hier reingeht. Was ich aber gelesen habe, ist, dass es hier in dieser Kathedrale, in diesem Raum, jetzt eine Teppichausstellung gibt. Man kann sich hier ganz verschiedene Teppiche angucken. Also das Ganze hat jetzt 1,20 € pro Person gekostet und ich sag mal, so richtig viel zu sehen gab es eigentlich nicht, aber irgendwie war es trotzdem faszinierend. Also es gab diese Teppichausstellung, das war schon sehr beeindruckend irgendwie. Man durfte sogar die Teppiche anfassen und hat so die Unterschiede gesehen zwischen Seidenteppichen und Wollenteppichen und naja, und wie dann halt die Muster aus den verschiedenen Jahrhunderten und aus verschiedenen Regionen so aussehen.
Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir in der Türkei Geld abholen. Das erste Mal haben wir einen festen Betrag, 3 Euro bezahlt. Das zweite Mal mussten wir ja gar nichts bezahlen. Bin mal gespannt, wie es jetzt hier ist. Man muss immer vorher gucken, wie hoch sind die Gebühren. Manchmal nehmen die Geldautomaten nämlich auch einen prozentualen Anteil vom Geldbetrag, den man abholt. Also das prüfen wir als erstes, bevor wir dann wirklich irgendwie auf Bestätigen drücken. Genau, das hat aber ja nichts mit den Gebühren zu tun, die normalerweise Banken nochmal erheben würden für Auslandseinsatz. Genau, also das ist ja kostenlos. Richtig, also unsere Deutsche Bank, die berechnet überhaupt gar keine Gebühren, aber der Geldautomat von dieser Bank berechnet Gebühren. Und falls euch das Thema interessiert, wie wir kostenlos hier Geld abholen, dann schaut mal in unsere Videobeschreibung, da haben wir auch einen Artikel, wie wir kostenlos weltweit Geld abholen. Also hier holen wir jetzt kein Geld ab, weil die haben ihren eigenen Wechselkurs, der ist super, super schlecht. Und dann schlagen sie nochmal 8% Gebühren drauf auf den Betrag, den wir abholen. Also das ist wirklich absolute Abzocke und wir suchen uns den nächsten Geldautomat. So. Guck mal, da ist doch eigentlich noch ein Bankautomat und das ist die Post und ich glaube, die ist etwas seriöser. Wollen wir mal gucken, ob die seriöser ist. Keine Gebühren, schon das zweite Mal. Also bei der Post Geld abholen in der Türkei. Wir haben es jetzt 17 Uhr, es war ein richtig schöner Tag und jetzt fahren wir in Richtung eines Kraters, eines Vulkankraters. Mal gucken, ob wir da heute noch ankommen. Das ist, glaube ich, auch noch mal eine Stunde Fahrt. Oder vielleicht suchen wir uns auf dem Weg dahin einen schönen Stellplatz. Mal sehen. Jetzt geht es erstmal weiter. Ein neuer Tag in der Türkei und wir sind gestern im Dunkeln hier angekommen. Da konnten wir noch nicht so wirklich viel von der Landschaft hier sehen. Aber heute Morgen, als wir die Tür aufgemacht haben, Leute, es ist wunderschön hier. Und ja, wir werden uns heute mal so den Vulkankrater angucken. Ja, es war wieder so unverhofft, ne? Ja, total. Ja. Also wir haben das natürlich bei Google schon so ein bisschen gesehen, uns die Bilder angeguckt, aber wir sind wirklich, also es ist viel schöner als auf den Bildern. Und heute ist Montag und niemand ist hier und wir haben den ganzen Vulkan und das ganze Gebiet für uns alleine. Genial! Wir wollen jetzt auf den Vulkan rauf und wir sehen da irgendwie so eine Schneise, die da hochgeht und wir hoffen, dass wir da irgendwie hochkommen. Wir haben eigentlich keine Ahnung, ob es überhaupt einen Weg hoch gibt. Wie es denn immer so ist, von oben und von der Entfernung her, sieht das immer nicht so groß aus und alles so machbar. Aber willkommen in einem neuen Krabbelabenteuer, Kraxelabenteuer von Blue Sky Home. Das wird nicht einfach. Eine Herausforderung. Ist machbar. Auf dem letzten Meter hier geht das nochmal so richtig in die Beine. Das sieht ja eigentlich von unten nichts aus, ne? Aber man
sackt halt in den Sand hier so tief ein und man rutscht immer weg. Also man macht eigentlich für einen Schritt, den man nach vorne möchte, muss man halt mindestens 2 machen. Nee, sogar 3. Weil man immer wieder nach hinten rutscht und tief einsinkt. Jo. Aber wir haben es gleich geschafft. Und es ist mit Sicherheit die Mühe wert. Ich glaube, das wird sich richtig lohnen da oben. Ich bin echt gespannt, wie es aussieht. Oh, wie cool. Wir haben es geschafft. Oh, huhu. Oh. Oh Gott. Das war anstrengend. Wir haben noch 4 Tüten Müll allein hier nur an dem Platz gesammelt und ich finde, das ist so ein schönes Dankeschön an die Natur, dass wir hier 2 Tage stehen konnten, dass wir die Plätze einfach sauberer verlassen, als wir sie vorgefunden haben, und das ist halt auch überhaupt gar kein Problem. Gerade hier in der Türkei an jeder Straße kann man den Müll entsorgen. Ich glaube, wir werden vielleicht 1 Kilometer fahren und dann werden wir den Müll wieder los sein. Wir sind gerade in Konya angekommen. Das ist eine etwas größere Stadt und hier wollen wir ein paar Sachen erledigen. Das erste, was heute auf unserem Programm steht, ist Einkaufen und danach geht es noch im Baumarkt und dann sehen wir mal weiter, was wir heute noch so alles schaffen. Wir haben jetzt hier 4 Euro für 2 Kaffee bezahlt. Also 2 Euro pro Kaffee. Ich glaube, das kriegt man in Deutschland nicht mehr. Pistazienschokolade gibt es aber in Deutschland nicht. Ich glaube, die ist richtig lecker. Aber 1 Euro. Also, bevor wir das einräumen, Ja. müssen wir mal einmal messen. Messen? Ja. Wir haben hier gerade nur unsere Einkäufe reingepackt in den LKW und dann haben uns 3 junge Türken angesprochen und meinten irgendwie, wir möchten euch gerne zum Kaffee einladen. Auf der anderen Straßenseite sitzen wir im Café
Und da gehen wir jetzt hin und ja, lassen uns überraschen. Most of the meeting this year, not choice my color. Wir wurden eingeladen auf einen Kaffee, ganz unverhofft, als wir vor dem Einkaufen zurückgekommen sind. Und wie sich herausgestellt hat, ist direkt gegenüber von dem Parkplatz, wo wir parken, ein Teppichladen. Eigentlich kann man gar nicht Laden dazu sagen. Es ist wirklich eine Riesenhalle voller Teppiche. Und man hat uns viel schon erklärt über die Teppiche und wo die so herkommen. Und den Showroom gezeigt. Genau. Und jetzt haben sie uns einen Teppich geschenkt. Wow, der ist so schön. Das ist also unglaublich. Oh, der ist so schön. Wow, ja. Cool. Es ist einfach unfassbar. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr wir uns freuen gerade. Naja, es ist wieder genau das Türkei-Gastfreundschaft und Geschenke machen. Ich bin sprachlos. Oh mein Gott, ich kann es doch gar nicht glauben. Wir haben gerade ein Teppichgeschenk gekriegt. Wir wurden noch mal zum Frühstück morgen früh eingeladen. Es ist einfach unbeschreiblich. Mir fehlen so einfach die Worte. Diese Menschen hier in der Türkei sind sowas von was Besonderes. Ja, ich muss das gerade auch erstmal alles verarbeiten. Ja. Total. Also, erstmal jetzt einen Platz suchen und dann sammeln wir uns erstmal. Genau. Es geht wieder los. Yay! Hier haben wir 2 Nächte verbracht. Das ist so im Außenbezirk von Konya. Kostet 0 €, man kann hier duschen und man hat hier Toiletten. Es ist halt sehr laut, wie man hört, aber mit Oropax hatten wir auch 2 ruhige Nächte. Davon haben wir auch genug dabei. Genau. Aber jetzt geht es für uns weiter und heute werden wir uns was Ruhigeres suchen. Ich glaube, es wird wieder ein bisschen mehr in der Natur werden. Ja, Yvonne hat da was Schönes an einem See rausgesucht. Das sieht fantastisch aus, schon so auf den Bildern. Ich freue mich drauf. Ja. Und los geht's! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
richtig schön. Erstmal Kaffee und Kekse. Prost, Kaffee. Prost. Auf den schönen Ort. Hammer. Lecker? Oh ja. Cheesecake. Sehr lecker. An diesem ruhigen Ort habe ich es endlich mal geschafft, wieder etwas für unsere Internetseite zu schreiben. Und zwar ist jetzt unser Griechenland-Artikel online. Und für alle, die vorhaben, mit dem eigenen Fahrzeug zu fahren, kann ich nur diesen Artikel jedem ans Herz legen, weil wir haben alle unsere Tipps, die wir in 8 Monaten Griechenland gesammelt haben, einmal da reingepackt. Also wie ist das mit der Maut? Welchen Internetanbieter hatten wir die 8 Monate? Wie zufrieden waren wir? Wie kommst du an Werkstätten? Wie ist das mit den Baumärkten? Und auch viele, viele weitere Themen haben wir da einmal aufgeschrieben mit der Einreise. Wie lange darf ich im Land bleiben und so weiter. Also eine Erleichterung für jeden, der mit seinem eigenen Fahrzeug nach Griechenland reist. Und ein kleiner Spoiler vorneweg, wir werden solche Artikel, so eine Zusammenfassung jetzt für jedes Land schreiben. Es lohnt sich also auch immer auf unsere Internetseite zu gucken. Den Artikel für Griechenland verlinke ich euch in der Videobeschreibung oder ihr geht direkt auf unsere Internetseite. Wir hatten jetzt hier eine richtig schöne Zeit und nach Konya, nachdem wir da in der Stadt waren, war es mal irgendwie wieder richtig schön so, dass es hier so ruhig ist, dass wir hier so schön schlafen können und keine Menschenseele ist und dann, naja, dieser geile See, einfach richtig, richtig schön was jetzt hier. 5 Tage waren wir jetzt hier, das haben wir auch gebraucht. Ja, und jetzt haben wir einen Tipp bekommen. Danke Martina, Hans-Peter, an euch. In einer halben Stunde ist der nächste schöne Stellplatz wohl hier von hier entfernt. Und ja, wir werden heute nur ein kleines Stück also fahren. Und da soll es noch eine Stadt geben, dann können wir ein bisschen rumschlendern, also mal wieder in die Zivilisation. Ne? Ja, zumindest ein bisschen, also es ist keine große Stadt. Ne? Das ist irgendwie, ich würde eher sagen Kleinstadt, vielleicht sogar Dorf, ist ja hier direkt am See. Ja. Da bleiben wir aber auch nur einen Tag, um ein paar Sachen noch zu erledigen. Und dann geht es weiter, dann machen wir einen großen Sprung wieder. Was war das nächste Ziel? Zu einem weiteren See, genau. Aber den zeigen wir euch noch.
War das eine geile Fahrt, ne? War total fantastisch hier. Also es lädt ja schon wieder dazu ein, wieder länger zu stehen. Also sich das alles genau anzugucken, auch das Örtchen total süß irgendwie. Und ja, man merkt, es ist auch ein kleines bisschen touristischer, aber irgendwie ist nichts los. Also hier ist gar nichts los an Tourismus gerade. Vielleicht ist es auch nur der türkische Tourismus, der hierher kommt. Wie auch immer. Also ich möchte eigentlich noch länger hier bleiben, aber naja, wir wollen halt weiter, ne? Wir haben schon wieder einen neuen Freund. Guck mal, wie schwarz der ist. Ist der nicht süß? Oh. Ah, gar nicht scharf stellen. Also wir haben ganz gut geschlafen und wir werden uns jetzt mal hier so ein bisschen die Gegend angucken. Irgendwie ist dieser Ort total faszinierend. So ein kleiner, verwunschener Ort an einem großen See, mitten in den Bergen. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber das ist ein ganz besonderer Ort hier. Das lohnt sich wirklich hierher zu fahren. Und gerade jetzt auch hier an dem Platz, an dem wir jetzt schon stehen. Wir sind jetzt schon wieder 2 Nächte hier. Eigentlich wollten wir nur eine Nacht stehen. Und das können wir wirklich empfehlen, sich das hier einmal anzugucken. Wir waren mittwochs auch hier. Und dann findet hier auch noch ein türkischer Markt statt und der ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Leider hatten wir zu dem Zeitpunkt die Kamera nicht dabei und er ist auch nur wirklich ein Tag dabei, also hier am Mittwoch und auch nur bis 16 Uhr. Naja, wir haben da noch gearbeitet und dachten, wir gehen später hin und dann haben wir gemerkt, oh, dann war schon wieder alles abgebaut. Naja, aber es lohnt sich hierher zu fahren, sich das anzugucken. Allein die Fahrt schon hierher ist spektakulär gewesen, habt ihr ja gesehen. Und irgendwie... Ja, die Türkei, die hört irgendwie nicht auf, uns immer wieder zu überraschen. Ich wollte auch noch mal gern was zum Wetter sagen hier in der Türkei. Wir sind ja jetzt irgendwie so Ende Oktober. Und Auch wenn es sich nicht so anfühlt. nee, genau. Und es ist immer noch irgendwie schön warm. Also nachts die Temperaturen, die fallen so auf, ich würde sagen, also sind immer noch im zweistelligen Bereich, so 15 Grad haben wir, 16, 17 Grad. Wir brauchen also keine Heizung. Genau. Und jetzt, wenn ich jetzt hier so tagsüber langlaufe, es ist total warm. Ich habe eine kurze Hose an und man könnte auch immer noch im T-Shirt hier laufen. Gerade ist so ein bisschen Wind, aber es ist immer noch total mild, total angenehm. Also Oktober, später Oktober geht immer noch wunderbar. Und wir sind hier ja in den Bergen. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir hier sind, aber eben, naja, an der See ist es eben noch viel, viel wärmer. Ne? Wir sind gerade auf unserem Morgenspaziergang, denn wir haben uns vorgenommen, dass wir uns öfters bewegen wollen, denn wir haben so festgestellt, wir sitzen irgendwie den ganzen Tag
Und die Bewegung ist irgendwie zu kurz gekommen die letzte Zeit. Und jetzt nehmen wir uns vor, immer mindestens eine Stunde uns zu bewegen. Und wir fahren heute noch weiter. Es wird bestimmt wieder, werden wir den ganzen Tag unterwegs sein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, bevor wir abfahren. Und ja, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Gegend an. Gestern wurden wir an unserem Parkplatz angesprochen von 2 Türken und die haben uns gleich mal eingeladen wieder zum Tee und zum Kaffee. Und jetzt haben wir sie gefunden. Sie stehen noch ein Camp weiter als wir, sind mit dem Motorrad unterwegs und ja, wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Genau, wir wollten uns austauschen, weil der Mann hatte ja gesagt, er interessiert sich halt auch für die Fahrzeuge, also für die Expeditionsmobile und würde ganz gerne ein bisschen was von uns halt so erfahren. Er möchte sich in 10 Jahren auch ein Expeditionsmobil kaufen. 10 Jahre? Okay. Yeah, that's what I'm thinking. Yeah, I think there's a lot of people thinking this. Yeah, we also, so in the time of Corona, we plan to start. Yeah. 90. So this is, this is Turkey, okay. Yeah, 532. 532. Also wir wurden gerade zum Tee eingeladen, 2 Tees und wir haben eine Einladung bekommen, dass wir Ali in Bodrum besuchen können und wir kriegen da Strom und wir können an unserem Haus stehen und naja, das zeigt mal wieder die Gastfreundschaft der Türken. Ja. Und wir unterhalten uns auch sehr, sehr gut gerade. Ne? So, ja. Das ist sehr interessant. Es sind auch politische Themen dabei. Genau. Und es ist doch sehr interessant, das auch mal aus einer ganz anderen Sicht zu sehen, ne? Genau. Also wie man uns Deutsche halt auch sieht. Ne? Genau. Für uns geht es jetzt weiter wieder zu einem See. Und dieser See ist bekannt als die Karibik der Türkei. Das sind jetzt noch 144 Kilometer von hier. Ja, wir glauben, wir kommen noch heute Abend an, aber wir werden mal schauen, wie weit wir es heute schaffen. Es ist auch schon ein bisschen fortgeschritten, der Tag. Vielleicht machen wir auch zwischendurch irgendwie eine Pause. Mal sehen. Aber wir versuchen, dass wir heute Abend da noch ankommen. Eingeparkt und willkommen in der Karibik. Wie cool, wie geil. Mega schön, mega schön. Ja, da könnten wir noch gerader stehen. Das war der Test. Das war der Türtest. Hier ist Wind. Aber es sieht echt gerade aus. Nee, ist es aber nicht. Das sage ich nicht.
Ja, ja. Muss aufpassen. Ja. Passt. Und wir sind alleine, ne? Ich bin jetzt allein, ganz allein. Also die Spuren hier, die zeigen ja, dass die eigentlich, Da ist ein paar LKWs da, ne? naja, und andere Fahrzeuge. Aber es ist keiner hier. Und ich freue mich so mega hier zu sein. Das ist so schön, das ist so schön, das glaubt ihr gar nicht. Es ist einfach ein Traum. Es ist Wahnsinn, es ist so schön hier. Was ist los? Ich habe nur geguckt, ob die Kabine gerade ist. Okay. Dann holen wir die Stühle raus. Ja. Und dann gibt es erstmal was Kühles zu trinken. Ein bisschen Pasta von gestern. Und dann koche ich uns nachher noch was. Klingt fantastisch. Heute ist mir gerade noch mal so bewusst geworden, wir haben nächste Woche November und ich laufe hier im dünnen Sommerkleidchen rum. Also es ist ja einfach so herrlich, so fantastisch. Wir werden die nächsten Tage hier bleiben, uns die Gegend hier ein bisschen angucken und wir würden uns freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen.